Das war für mich damals echt eine ganz große Sache. Also ich habe diese zweite CD aufgenommen, wie gesagt 500er Auflage. Das war so im besten Sinne des Wortes, heute ist der Begriff ja so total entwertet, aber war so kultig. Er guckt auf meine beiden Kissen, dass mir ganz anders wird. Ich frag, was machen Sie beruflich? Er sagt, ich bin Schankwirt. Also heute ist ja Kult schon irgendwie, Verona Feldbusch ist heute schon Kult, ne? Aber also Kult ist ja so dem Sinn nach etwas, was nur einer ganz kleinen Gruppe von Leuten bekannt und zugänglich ist. Mhm. Und die das eben genau deswegen auch gut finden und meistens auch irgendwie in ihren Kreisen behalten wollen. Weil sobald sich irgendwie was als Kult angefangen hat, plötzlich einem Massenpublikum erschließt, wird das für die Leute, die es ursprünglich entdeckt haben, so entwertet. Ja, und das hat sich umgekehrt. Ne? Heute sagt man, das ist Kult, wenn alle es gut finden, so ungefähr. Ja, es ist eine vollkommene Verkehrung des Begriffes und ich finde das auch ganz blöd. Mhm. So, sind schon alle da? Können wir aussteigen? Okay, dann machen wir das mal. Rein. Weil ich habe auch Durst. Ich glaube, ich brauche jetzt mal ein Bier oder so. Ja, irgendwie sowas. Ja. Hast du nicht auch so manchmal, irgendwann kommt so ein toter Punkt. Abend. Hallo. 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 Hey. Hör auf, ist es echt? Ja, die ist ausnahmsweise echt. Geil, das ist ja der Hammer. Wir wollten mir folgende Geschichte erzählen. Vor jedem Spiel, ist kein Scherz, vor jedem Spiel in der Kabine haben wir direkt, bevor wir rausgegangen sind zur Nationalhymne, als Motivationssong, wurde so einen Kreis gemacht und dann kam als Motivationssong I Feel Hardcore. Vor jedem Spiel. Echt? Vor jedem der 7 Spiele. Geil. Ja. Ich liebe solche Geschichten. So, wo sitzen wir denn? Ich schätze mal. Er sagte hinten in der Ecke, das müsste der Tisch sein, ne? Hättet ihr nicht so einen schönen Ecktisch machen können? Ja, haben die extra so gemacht. Ja. Ach so, wegen der Kameraführung. Ja, so. Weil das finde ich so richtig gemütlich, wenn man so da nebeneinander sitzt. Oh ja, vielen Dank. Danke. Ich würde mal sagen, das erste Mal Prost, ne? Prost. Mussten viel reden. Oh, eine Wohltat. Er hat das auch irgendwie so mit der Sauferei irgendwie deutlich runtergeschraubt. So. Ich habe früher so ja, eigentlich jeden Tag irgendwas getrunken. Das hat auch mal gar keine Rolle gespielt, ob ich jetzt mit Leuten unterwegs war. Oder auch irgendwie für mich alleine konnte ich genauso gut. Ich konnte es genauso gut machen. Und jetzt bin ich ja noch mal auf meine, völlig unerwartet auf meine alten Tage noch mal, werde ich noch mal so sesshaft, also weil ich tatsächlich heiraten will. Echt? Ja. Erste Mal? Ja. Ui. Erste Mal. Und sag mal, wie lange bist du verheiratet jetzt? Mit Simone 2 Jahre und 3 Jahre sind wir zusammen. Ich war vorher schon mal verheiratet. Da war ich, glaube ich, 5 Jahre verheiratet und 8 Jahre mit der Frau zusammen. Im Moment, das läuft eigentlich sehr gut. Also eigentlich, was heißt eigentlich, es läuft richtig gut. Hast du deine Lehre eigentlich zu Ende gemacht? Ja, das war so groß. Ich bin ja nach Hannover gekommen über die ZVS, weil ich war eingeschrieben für Jura. Aber das habe ich eigentlich nur gemacht, um rauszukommen, um erstmal in einer anderen Stadt zu sein. Ne? Und da habe ich mir in Ruhe geguckt, so, was machst du jetzt? Und meine Eltern haben natürlich auch gesagt, also nur Musik wird nicht akzeptiert, ich muss irgendwas machen, eine Ausbildung. Danach kann ich machen, was ich will, wie die Eltern so sind. Da war ich aber auch ganz froh im Nachhinein. Also ich habe dann diese Kaufmannslehre da zu Ende gebracht. Es hat mir ja tatsächlich was gebracht. Und zwar in dem Moment, als ich mich bei Edel beworben hatte, nachdem das mit der Karriere nicht geklappt hatte, habe ich mich dann ganz normal ja beworben und konnte dann immerhin die Ausbildung vorweisen. Und das war schon gut. Obwohl die Zeit möchte ich echt nicht normal durchmachen. So 2,5 Jahre, kein Geld und es war Horror. Ich habe nach Abitur, also schon so mit 17, 18, ich bin da auch so ein bisschen vorbelastet, habe ich wahnsinnige Depressionen bekommen. So, also mit so Angstzuständen, die so paranoid daherkamen. So. Also wirklich, dass ich nicht mehr U-Bahn fahren konnte und nicht mehr Bus fahren konnte. So. Und dann habe ich eine ganz kurze Bundeswehr-Episode gehabt, wo ich dann nach 3 Wochen genau deswegen ausgemustert wurde.
Und ich hätte mich natürlich ganz normal auch irgendwie eingeschrieben oder so. Ich hätte mir so vorgestellt, was natürlich auch von meinem doch irgendwie eher konventionellen Elternhaus so vorgegeben war, dass ich ganz normal irgendwie studiere. Und in meinem Fall wäre es Musik gewesen, aber ich war sowas von, es ging gar nicht. Ich war gar nicht lebensfähig so. Und dann habe ich wirklich so auch so 1,5 Jahre nach dem Abi habe ich echt Sozialhilfe bekommen. Ja. Es war also ganz Sozialhilfe und ich habe in gewisser Weise dass ich dann diesen Job in der Tanzschule bekommen, das hat mich fast ein bisschen gerettet. So, ne? Ja. Und das war überhaupt, ich glaube für alle Leute, die künstlerisch tätig sind und die anfangen, sei es in der Malerei oder Schauspiel oder irgendwie, es gibt am Anfang keine Nachfrage, außer man hat erst das ist ein Albtraum. So. Das stimmt, das war bei uns ja nicht anders. Wir haben so ein bisschen sporadisch so Vorschuss, das war auch so an der Existenzminimumgrenze und da konntest du eben auch nichts machen, hattest aber den ganzen Tag Zeit, weil wir ja dachten wir sind jetzt Berufsmusiker sozusagen. Und das war genauso, man lag immer länger im Bett. Zum Schluss bin ich erst um 1, halb 2 aufgestanden. Gehst du da in den Keller. Und dann war das auch so alles so zäh und also eine ganz schlimme Phase eigentlich. Also und das musste schief gehen. Und als das dann irgendwann schief ging alles, ja, dann habe ich auch im normalen Beruf erst gearbeitet ein paar Monate und bin dann, als mir die Decke auf den Kopf gefallen, gesagt, ich muss hier raus aus Hannover und bin dann nach Hamburg und ab da ging es eigentlich nur noch bergauf dann. Danke sehr. Rustikal, ne? Überschaubar hier. Ja, guten Appetit, ne? Ja. Schön. Ich muss ihr müsst den Schauspiel raus. Deswegen müsst ihr jetzt bezahlen. Okay, dann zahle ich mal. Zusammen? Ja. 30,80 € bitte. Machen wir 40. Dankeschön. Das zahlt nämlich sowieso die Redaktion. Das ist unser Spielgeld, nennt sich das offiziell. Schönen Abend noch und Danke. viel Spaß. Ja, danke. Im Schauspiel ist was ganz Schreckliches, und zwar die 10 Tenors. Das ist, glaube ich, noch furchtbarer als so ein Musical-Kram. Und die gastieren da jetzt irgendwie so 10-mal hintereinander so. Das ist echt? Ja, totale wahnsinnige Spießerzeug, aber die müssen ja auch irgendwie sehen, wie sie ihre Bilanzen da irgendwie schön. Tschüss. Tschüss. Das ist ganz schön groß, eine Goldmedaille, ne? Ist mir aufgefallen. Ja. Also irgendwie Das finde ich ja auch niedlich, dass die dann da noch mit sitzen so mit der Gold. Das finde ich geil, irgendwie so kleinen Jungs. Wir können mal auf die andere Seite einsteigen. Auf der anderen Seite einsteigen. Okay. Also deine Einspieler gucken wir uns mal an, ne? Das ist, glaube ich, Ach so. Anlass, um dahin zu fahren. Hier ist ja noch eine Vorführung, oder? Wo gehen wir jetzt rein? Ja, wir gehen, weiß ich auch nicht, wir warten es mal ab, die werden ja gleich kommen. Ich komme mir ich komme mir ein bisschen vor wie bei... Herbert, hallo. Hallo, ich führe euch gleich mal da rein. Uwe Heinrichs im Schauspielhaus. Ich komme mir ein bisschen vor wie damals hier Den Bilder. als Harpe Kerkeling die holländische Königin gespielt hat. So dass wir hier vorfahren mit Kamerateam. Alle gucken. Ja, das ist jetzt nicht unsere Kernklientel hier.
Vor allen Dingen hier ist ja jetzt tatsächlich Aufführung. Deswegen bin ich gespannt, wo wir überhaupt hingehen. Ich weiß auch nicht. Ach, du weißt das selber gar nicht. Nee, ich kenne mich hier ganz gut aus, aber wo wir jetzt genau hingehen, Weißt du auch habe ich auch keine Ahnung. Ach so, ich dachte, wir müssen da lang. Aber du hast recht, hier habe ich auch schon. Ich meine, ich habe hier auch schon Bernhards Stück gesehen. Das kommt mir so bekannt vor. Ja, das sind tatsächlich Teile unserer Kulisse. Ach, Ja, ja. Familie. Ach, gehen wir in den Kofferraum? Ja, dann kommen wir. Hallo. Ich kenne mich aus so. Super.